Aristoteles ist einer der berühmtesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Mit seinem umfangreichen Werk von philosophischen, logischen, rhetorischen, politischen und naturwissenschaftlichen Schriften gilt er als der Begründer der abendländischen Wissenschaft. Viele seiner Erkenntnisse sind noch heute grundlegend in Wissenschaft und Philosophie. In seinem ethischen Hauptwerk, der Nikomachischen Ethik, untersucht er, was ein glückliches Leben ausmacht und wie es erlangt werden kann. Um Aristoteles Ethik verstehen zu können, muss man sein Welt- und Menschenbild kennen. Aristoteles wird 384 v. Chr. in Stageira geboren. Er ist Schüler von Platon, welcher wiederum Schüler von Sokrates war. Sein Vater, ein reicher Arzt, ermöglicht seinem Sohn die Ausbildung an der Philosophenschule Platons. Mit 17 Jahren kommt Aristoteles nach Athen und tritt der Akademie Platons bei. Dort bleibt er etwa 20 Jahre, zunächst als Student und später als Lehrer. Erst nach Platons Tod verlässt er die Akademie und auch Athen. Aristoteles verehrt seinen Lehrer Platon, kritisiert später aber auch wesentliche Punkte seiner Philosophie. 322 v. Chr. Übernimmt Aristoteles für 3 Jahre die Erziehung des damals 13-jährigen Alexander, der später König von Makedonien wird und den Beinamen der Große erhält. 335 v. Chr. Gründet Aristoteles in Athen seine eigene Schule, die wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft Lykeion. In dieser Zeit entstehen seine bedeutendsten Werke. Aristoteles ist ein Universalgenie. Er beschäftigt sich mit Logik, Naturphilosophie, Metaphysik, Ethik, Poetik, Politik und Rhetorik. Nicht alle seine damaligen Beobachtungen und Erklärungen halten dem heutigen Stand der Forschung stand, zum Beispiel, dass Mäuse trächtig werden, wenn sie an Salz lecken, oder dass es Tiere gibt, welche aus Schlamm und Sand entstehen. Aristoteles' ethisches Hauptwerk heißt Nikomachische Ethik. Sie ist nach Aristoteles Sohn oder Vater benannt. Beide hießen Nikomachos. 323 v. Chr. Wird Aristoteles mit einem Prozess bedroht. Die Anklage lautet Asebie, also Gottlosigkeit. Er flieht nach Chalkis, damit, Zitat, die Athener sich nicht ein zweites Mal an der Philosophie versündigen. Damit spielt er auf die Hinrichtung des Sokrates an, welcher ebenfalls wegen Asebie und Verführung der Jugend zum Tode verurteilt wurde und den Giftbecher trinken musste. In seinem Exil in Chalkis stirbt Aristoteles dann ein Jahr später. Aristoteles geht von einer inneren Zielgerichtetheit jedes Lebewesens aus. Seiner Ansicht nach trägt jedes Lebewesen ein Ziel bzw. einen Zweck, zu griechisch telos, in sich und strebt danach, diesen zu verwirklichen. Alles, was lebt, strebt nach seiner inneren Vervollkommnung. Der Fachbegriff hierfür lautet Entelechie, das sich im Ziel haben, werden, was man ist, die Eigenschaft von etwas, sein Ziel in sich selbst zu haben und nach dessen Verwirklichung zu streben. Aristoteles hat also ein zielgerichtetes, ein teleologisches Weltbild. Teleologie ist die Lehre von der Zielgerichtetheit jeder Handlung und Entwicklung. Ziel jedes Lebewesens ist, laut Aristoteles, sein Wesen zu vervollkommnen. Jedes Lebewesen hat nämlich ein bestimmtes Wesen, eine bestimmte Funktion oder Aufgabe, nach dessen Vervollkommnung es strebt. Der griechische Begriff hierfür lautet Ergon. Das Ergon einer Pflanze liegt zum Beispiel darin, dass sie sich in Keim, Blüte und Frucht vollenden will. Im Samenkern ist dieses Ergon, die Vervollkommnung der Pflanze, schon angelegt. Doch was macht das Wesen, das Ergon des Menschen aus? Was ist charakteristisch für den Menschen? Welche Eigenschaft unterscheidet ihn von allen anderen Lebewesen? Ernährung und Wachstum klammert Aristoteles aus, denn dieses Ziel haben auch Pflanzen und Tiere. Auch Sinnesempfindung oder Sinneswahrnehmung ist nicht spezifisch menschlich, denn diese Fähigkeit haben auch Tiere. Übrig bleibt nur der Logos, also Vernunft und Sprache. Im Logos erblickt Aristoteles das wahre Wesen, das Ergon des Menschen.
Die wahre Bestimmung des Menschen in Aristoteles' teleologischem Weltbild ist demnach, den Logos zu verwirklichen, also die Welt zu erkennen, sie zu beobachten und zu hinterfragen. Seine Vernunftfähigkeit unterscheidet den Menschen von allen anderen Lebewesen. Doch was genau versteht Aristoteles unter Logos? Und inwiefern ist dieser charakteristisch für den Menschen? Haben nicht auch Tiere ihre eigene Sprache? Aristoteles unterscheidet zwischen Logos und Phone. Den Logos, also Sprache bzw. Vernunft, haben nur Menschen. Phone, die bloße Stimme, haben auch Tiere. Nur mit dem Logos kann über abstrakte Begriffe kommuniziert werden. Nur mit dem Logos kann der Mensch die Welt wirklich erkennen und hinterfragen. Er kann sich Begriffe von seinen Beobachtungen machen und diese in einen strukturierten, einen logischen Zusammenhang bringen. Diese Fähigkeit ist die Grundlage jeder Wissenschaft. Der Besitz des Logos ist aber auch ganz wesentlich für das menschliche Zusammenleben. Denn nur mit Hilfe des Logos können Menschen abstrakte Begriffe wie gut, schlecht, Recht, Unrecht und so weiter bilden und damit kommunizieren. So können Menschen gemeinsame Vorstellungen entwickeln und auf dieser Grundlage einen Staat gründen bzw. Gesetze formulieren. Wir fassen zusammen. Laut Aristoteles ist der Mensch einerseits ein Zoon Logon Echon, also ein Sprach- und Vernunftwesen, ein Lebewesen, das den Logos, Sprache und Vernunft hat. Und andererseits ist er ein Zoon Politikon, also ein Gemeinschaftswesen bzw. staatenbildendes Wesen, ein Lebewesen, das sein Leben in Gemeinschaft, genauer der Polis, führt. Aristoteles Ansicht nach braucht der Mensch die Gemeinschaft, um seine Bedürfnisse, seine in ihm wohnenden Ziele zu verwirklichen. Essentielle, also grundlegende Bedürfnisse, zum Beispiel nach Nahrung, Fortpflanzung usw., kann er in kleineren Gemeinschaften wie der Familie oder dem Dorf verwirklichen. Für die Befriedigung höherer Bedürfnisse benötigt er den Staat. Aristoteles hat ein teleologisches Welt- und Menschenbild. Jedes Lebewesen trägt ein Ziel in sich, nach dessen Verwirklichung es strebt. Das spezifisch menschliche Ziel ist der Logos, die Vernunft. Ausgehend von diesem Welt- und Menschenbild macht sich Aristoteles auf die Suche nach dem höchsten Ziel aller Menschen. Um dieses zu finden, nimmt er verschiedene menschliche Lebensformen unter die Lupe. Darum geht es im nächsten Clip. Mit den Quizlet-Lernsets Aristoteles Leben und Werk, Aristoteles Welt- und Menschenbild und Aristoteles wichtige Begriffe kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!